Ihr möchtet ausmisten, weil ihr euch beispielsweise mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habt oder weil ihr ja jetzt zu Beginn des neuen Jahres ein ordentlicheres Zuhause und einfach weniger Kram haben möchtet. Ihr braucht aber so ein bisschen Motivation, um so richtig mit dem Ausmisten zu beginnen, weil ihr nicht so genau wisst, wo ihr anfangen sollt. Dann ist das hier das richtige Video für euch, denn ich habe ganz viele Beispiele und Ideen für euch, wie ihr mit dem Ausmisten loslegen könnt, beziehungsweise wo ihr mit dem Ausmisten loslegen könnt, denn ich nenne euch heute Dinge, die ihr garantiert zu Hause habt, aber wirklich ohne zu zögern ausmisten könnt. Ich habe diese Dinge für euch so ein bisschen kategorisiert, dass man da auch wirklich kategorisch vorgehen kann, sodass das Ganze nochmal ein bisschen leichter fällt, und werde euch gleich diese Beispielsachen nennen, und im Anschluss daran gebe ich noch ein paar weitere Tipps zum Thema Ausmisten, beispielsweise wohin dann mit dem ganzen Kram, was macht man mit den ganzen Sachen, die man ausgemistet hat, und ja, wie findet man überhaupt die Motivation zum Ausmisten, beziehungsweise wie geht man da meiner Meinung nach am besten vor? Wenn das Video für euch hilfreich ist, nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Wir legen los in der Küche. Als allererstes überlegt euch, welche der sämtlichen Elektrogeräte, die ihr wahrscheinlich in der Küche haben werdet, ihr auch wirklich benutzt und welche eigentlich gar nicht. Schaut da mal durch eure Schublade mit Elektrogeräten oder wo auch immer ihr das habt und trennt euch wirklich von dem, wo ihr wisst, so das benutze ich nicht. Außerdem die Besteckschublade, Sachen, die ihr doppelt und dreifach zu Hause habt, 10.000 Kochlöffel und es werden doch eigentlich nur 2 benutzt. Wenn ihr eure Haushalte mal zusammengelegt habt und beispielsweise 2 Knoblauchpressen, 2 Dosenöffner habt, es reicht 1 vollkommen aus. Tassen ist auch etwas, was man gerne zu Hause anhäuft. Wenn ihr da Massen habt, sortiert da auch mal durch und behaltet nur die, an denen wirklich euer Herz hängt. Teekannen ist auch so ein Beispiel. Ich habe beispielsweise 3 Teekannen. Letztendlich benutze ich nur eine und kann mich eigentlich auch von den anderen beiden trennen. Pfannen, bei denen die Beschichtung beschädigt ist. Abgelaufene Lebensmittel, Tees, die man nicht mag, aber sie auch nicht bisher wegschmeißen wollte, weg damit, wenn ihr sie nicht mögt, ihr werdet sie nicht trinken. Genauso wie Gewürze, die nicht benutzt werden, und auch ein weiterer Klassiker, Tupperware, Tupperdosen ohne Deckel, weg damit. Wir machen mit dem Badezimmer weiter. Sämtliche offene Produkte, die ihr aber nicht benutzt und die wahrscheinlich eh schon seit Ewigkeiten abgelaufen sind. Kaputte Haargummis und kaputte Haarklammern, weg damit. Haartools wie irgendwelche verschiedenen Lockenstäbe, die aber überhaupt nicht benutzt werden. In eurer Schminke findet ihr mit Sicherheit auch einiges, was ihr überhaupt nicht mehr benutzt. Trennt euch davon, es nimmt nur Platz weg. Und auch so ein Klassiker, abgelaufene Medikamente. Guckt durch euren Medizinschrank oder wo auch immer ihr eure Medikamente aufbewahrt und alles, was abgelaufen ist, wegschmeißen. Weiter geht's im Schlafzimmer. Ihr habt bestimmt auch alte Bettwäsche zu Hause, die ihr nicht mehr benutzt, weil sie euch nicht mehr gefällt, aber für den Fall das noch aufhebt, trennt euch davon. Genauso wie kaputte Laken, auch da bekenne ich mich schuldig. Wir haben so ein paar Laken, wo Löcher drin sind. Weg damit. Und natürlich ganz klassisch auch der Kleiderschrank. Geht da durch, trennt euch von den Sachen, die ihr nicht mehr tragt, weil sie euch entweder wirklich nicht mehr gefallen, überhaupt nicht mehr eurem Stil entsprechen, weil sie unbequem sind, ihr sie deswegen nicht mehr tragt, oder weil sie euch schlichtweg auch einfach nicht mehr passen und ihr wahrscheinlich auch nicht mehr hineinpassen werdet. Und schaut auch mal eure Socken- und Unterwäscheschublade durch. Ihr findet mit Sicherheit das ein oder andere Paar Socken mit Löchern und Unterwäsche und Strumpfhosen, die auch nicht mehr in Ordnung sind. Im Kinderzimmer kaputtes Spielzeug. Schmeißt es weg. Und auch bei uns so ein Klassiker, so Kleinspielzeug, so Kleinkram aus Ü-Eiern beispielsweise. Wir haben eine ganze Kiste voller Kleinkram, wo das meiste wirklich nicht bespielt wird. Und auch das muss wirklich nicht aufbewahrt werden. Und natürlich auch die Wickelkommode bzw. den Kleiderschrank. Zu klein gewordene Kleidung, sortiert das aus. Das muss wirklich nicht in der Kommode oder im Schrank noch mehr Platz wegnehmen. Die letzte Kategorie habe ich Sonstiges genannt, weil sie gar nicht so richtig einzuordnen ist und wovon wir auch mehr als genug haben und wo ich definitiv auch einfach mal rigoros aussortieren kann. Das sind Tüten und Beutel und Taschen in sämtlichen Größen. Auch da reichen wirklich ein paar
Exemplare und der Rest kann weg. Jeder Haushalt hat sie, so eine Krimskrams-Schublade, und auch da sortiert da durch und trennt euch von den Dingen, die ihr schon länger nicht mehr benutzt habt, von dem wirklich ganzen Krimskrams, den man eigentlich überhaupt nicht braucht und nicht benutzt. Ladekabel von alten Elektrogeräten. Ich wette mit euch, da habt ihr einen ganzen Haufen zu Hause, aber ihr habt entweder die Elektrogeräte nutzt ihr gar nicht mehr oder sie funktionieren überhaupt nicht mehr und ihr habt sie gar nicht mehr zu Hause. Dann weg mit den Ladekabeln. Es reicht wirklich pro Anschluss ein Kabel im Haus zu haben. Auch so ein Klassiker sind die Verpackungen von Elektrogeräten. Man bewahrt die immer auf, falls man es nochmal braucht, falls was kaputt gehen sollte, man was einschicken muss und so weiter. Letztendlich wird es aber fast nie gebraucht. Alte Zeitschriften und Broschüren, genauso wie Dekoartikel, die ihr überhaupt gar nicht mehr hinstellt und in irgendwelche Schränke stellt, weil irgendwie das Herz doch dranhängt, weil eine Erinnerung dranhängt oder so, müsst ihr es wirklich aufbewahren. Macht euch zur Not ein Foto von diesem Gegenstand, aber wenn er nur im Schrank sitzt und gar nicht mehr wirklich irgendwo hingestellt wird, trennt euch davon, genauso wie bei Weihnachtsdeko. Geht mal eure Weihnachtsdeko durch. Stellt ihr oder habt ihr jetzt letztes Weihnachten wirklich alles davon hingestellt? Und die Sachen, die euch überhaupt nicht mehr gefallen, trennt euch davon. Außerdem alte Geburtstags- und Glückwunschkarten, die müssen auch nicht aufbewahrt werden. Und hat auch jeder zu Hause alte CDs und alte DVDs, die nur noch in den Schränken verstauben, weil man sie nicht mehr abspielt, weil man braucht sie nicht mehr. Zu heutigen Zeiten mit Netflix und Co. und Spotify und so weiter. Ich höre meine CDs nicht mehr und genauso habe ich mich von einem Großteil meiner DVD-Sammlung getrennt. Das war jetzt erstmal so ein ganzer Haufen an Kram, den man wirklich loswerden kann beim Ausmisten. Ist jetzt natürlich die Frage, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug, wenn ich das jetzt alles auf einen Haufen zu Hause ausgemistet habe? Vieles gehört in den Müll, wie jetzt irgendwelche alten Verpackungen, wie ich schon gesagt habe, von Elektrogeräten oder Sachen, die einfach schlichtweg kaputt sind und auch keinen Nutzen für irgendjemanden mehr darstellen könnten. Aber schöner und umweltschonender ist es natürlich, wenn die Sachen einfach einen neuen Besitzer finden. Beispielsweise kaputte Elektrogeräte. Es lohnt sich immer mal wieder, die trotzdem doch bei Kleinanzeigen beispielsweise reinzustellen, denn es gibt viele Bastler da draußen, die einfach Spaß haben, sowas zu versuchen, selber zu reparieren. Ist klar, dass man da nicht viel Geld für verlangen kann, aber ja, für jemand anders ist das vielleicht noch nützlich oder es wird auch von Bastlern auch hin und wieder mal irgendwelche alten Elektrogeräte genutzt, um die restlichen noch funktionierenden Teile beispielsweise als Ersatzteile zu nutzen. Generell ist das Erste, was ich immer mache, wenn ich aussortiert habe. Ich versuche, die Sachen im Internet zu verkaufen, stelle sie bei Kleinanzeigen rein, meistens Kleidung bei eBay Kleinanzeigen, bei Vinted. Ich probiere auch immer Momox Fashion. Das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, ist klar. Und ja, Gefahr ist halt auch, dass man trotzdem irgendwie zu Hause auf den Sachen sitzen bleibt, wenn sie denn nicht gekauft werden. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Wenn man das Ganze dann ewig zu Hause in der Tüte rumstehen hat oder so einen Berg an aussortierten Sachen irgendwo rumstehen hat. Man will das Ganze ja loswerden und deswegen habe ich das so gemacht, dass die Sachen, die nach einem gewissen Zeitraum nicht verkauft wurden, die habe ich dann meistens in der Kategorie zu verschenken eingestellt und erfahrungsgemäß nach 2 Tagen sind die Sachen radikal weg. Genauso Bücher, DVDs, Momox und Rebuy immer mal probieren, ob das aufgekauft wird. Da kann man dann auch wirklich noch so ein bisschen Geld damit verdienen. Es ist meistens nicht viel und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass vieles von diesen Portalen letztendlich gar nicht mehr aufgekauft wird, sondern wirklich nur noch neue Sachen, also Sachen, die jetzt so ein bisschen älter sind. Meistens hat man da keinen Erfolg mit. Aber da empfehle ich dann bei diesen Dingen, bei diesen Büchern beispielsweise einen Bücherschrank, stellt die Sachen in den Bücherschrank, weil für euch ist dieses Buch vielleicht nicht mehr interessant, aber jemand anders wird da mit Sicherheit große Freude dran haben. Und Spenden ist natürlich auch immer eine ganz tolle Sache. Vielleicht habt ihr ein Sozialkaufhaus in eurer Nähe, wo ihr die Sachen vorbeibringen könnt, denn auch da ja haben sie einen Nutzen für jemand anders. Für euch sind die Sachen, ja, ihr braucht sie nicht mehr, aber jemand anders braucht vielleicht gerade genau das. Ja, spendet sie in der Kirche oder wo auch immer. Es gibt ja verschiedene Spendenstellen. Und zu guter Letzt kennen wir, glaube ich, alle diese Zu-verschenken-Kiste, die immer mal wieder am Straßenrand steht. Haben wir alle schon mal gesehen, haben wir vielleicht auch alle schon mal gemacht und erfahrungsgemäß sind die Sachen dann auch wirklich weg. Bevor man sich aber Gedanken dazu machen kann, was man jetzt mit dem aussortierten Kram
macht, wo man das Ganze hinbringt, muss man natürlich auch erstmal die Motivation finden, überhaupt anzufangen. Häufig ist man ja von diesem Riesenberg, weil man weiß, okay, das ist jetzt einfach zeitaufwendig, ist man erstmal überfordert und wenn es euch so geht wie mir, schiebt man das dann gerne immer weiter nach hinten. Aber wenn man einmal damit angefangen hat, merkt man, wie gut es tut, sich von diesen alten Dingen zu trennen. Und wenn man bemerkt, dass man wirklich mehr Platz und mehr Ordnung zu Hause hat. Mein Tipp beim Ausmisten daher, und ich habe es schon mehrmals hier auf diesem Kanal erzählt, geht Stück für Stück vor. Nehmt euch nicht den ganzen Batzen auf einmal vor, sondern jeden Tag ein kleines bisschen, jeden Tag eine Schublade, einfach im Schrank, etc. Stellt euch auch einen Timer, beispielsweise 15 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ihr am Tag entbehren könnt. 15, 20 Minuten ist jetzt nicht so viel, aber in dieser Zeit kann man trotzdem einiges schaffen. Man schafft es, so eine komplette Schublade in dieser Zeit durchzugehen. Der ganze Ausmistprozess dauert dadurch zwar länger, aber man verliert auch nicht die Motivation, weil man einfach nach und nach sieht, wie sich das Zuhause leert und wie es einfach schöner und gemütlicher wird und nicht so vollgestellt. Und man merkt einfach, okay, so anstrengend ist es gar nicht. Es ist gar nicht so der große Aufwand. Und wenn euer Timer klingelt, dann lasst ihr es auch sein für den Tag und macht an der Stelle am nächsten Tag weiter. Daher legt einfach los, nehmt euch für morgen eine Schublade oder ein Fach vor, mit dem ihr anfangt. Ihr werdet merken, wie gut euch das tut. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß beim Ausmisten und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.